Wir sind in Boise, Idaho angekommen. Hinter mir seht ihr auch das Regierungsgebäude dieses US-Bundesstaats. Jetzt ist die Frage, was macht SBK on Tour in Idaho, außer festzustellen, dass die sehr berühmten Steakfinger eigentlich ziemlich ekelhaft schmecken. Wir schnappen uns hier morgen einen Mietwagen, fahren dann quer durch Oregon nach Washington State hoch bis nach Seattle und auf diesen Roadtrip nehmen wir euch jetzt mit. Der erste erwähnenswerte Stopp war am Wallowa Lake. Auf einer Höhe von 1300 Metern zeigt sich der Bundesstaat erstmals etwas grüner. Mit der steilsten Seilbahn Nordamerikas ließen wir uns nochmal über 1000 Meter höher hieven, um einen tollen Ausblick auf diese Ecke Oregons zu erhaschen. Allerdings ist das Spektakel teuer. $50 pro Kopf kostet der Roundtrip mit der Tramway. Ein Geldbeutelmassaker, das wir an dem Tag nur hinnahmen, da eine Wanderung aufgrund der Temperaturen, fast 40 Grad, nicht in Frage kam. Dafür begrüßte uns der Tierbestand am Berg mit größter Aufmerksamkeit. Und weiter geht's durch Oregon. So, Head Rock State Park, Haken dran, kurz ein paar Bilder gemacht und wir fahren jetzt auch gleich wieder weiter. Ich habe auch die Mama unten am Fluss sitzen lassen, weil ja, wir haben heute rein Roadtrip, halten nur kurz. Ich fühle mich schon wie so ein chinesischer Tourist, aber wir haben 37 Grad und ja, gurken hier jetzt ein bisschen rum und schauen uns Oregon an. Ja, und damit geht's auch schon wieder weiter. Ich habe die Bilder, wir können weiter. Es ist so warm. Ah, nicht. Aber hier ist schön. Ja, da ist schön, deswegen haben wir jetzt stellen wir da her, haben wir da. Weil da vorne haben wir, oh Gott, jetzt kommt die Sonne in den Rücken. Haben wir da. Wir fahren weiter. Unser nächster Stopp sind die Painted Hills. In diesen auffallend farbigen Hügeln lagern Mineralien ein, welche vor allem gelbe und rote Töne hervorbringen. Für Geologen liefern sie einen Einblick in die klimatischen Bedingungen der entfernten Vergangenheit. Sie sind Teil der John Day Fossil Beds National Monuments.
Kleiner Reisetipp, falls ihr durch Oregon kommt und die Hügel mitnehmen wollt, es sind nur 1 oder 2 Stunden nötig, die beeindruckenden Felsen zu erleben. Also kein ganzer Tag, wie wir es geplant hatten. Mit dem Auto gelangt man schnell von Aussichtspunkt zu Aussichtspunkt und zu den kurzen Trails. Extra hinfahren ist daher unsinnig, lieber eine Autoroute entlang der abgelegenen Location planen und als kurzen Zwischenstopp mitnehmen. Jetzt geht es hoch hinaus. Ihr dürft gerne mitraten, wohin? Hello world, wake me up to another good morning, time to go. Got that smile upon my face, 'cause there's excitement in the chase, this I know. We are all looking for adventure. 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 Erkannt? Das hier ist die Timberline Lodge, berühmtes Ausflugsziel am Mount Hood und Drehort für den Horrorfilm The Shining. Unser nächster Zwischenstopp war Portland. Ehrlich gesagt habe ich in dieser Stadt wenig gefilmt. Rosengarten und japanischer Garten waren okay, aber die Innenstadt voller Obdachloser und wir sind an Dutzenden Parkplätzen vorbeigekommen, in welchen in Autos eingebrochen wurde. Kein Scherz. Wenn ihr Portland besucht, nutzt die öffentlichen und haltet euren Wagen fern von den touristischen Parkplätzen. Insgesamt wahrscheinlich eine meiner unangenehmsten Reiseerfahrungen in den USA. Daher ging es schnell weiter Richtung Washington State. Erster Stopp, die Snoqualmie Wasserfälle. Einige kennen den Anblick vielleicht aus der alten 90er-Serie Twin Peaks. Zu guter Letzt folgt noch ein Abstecher nach Port Angeles und den Olympic National Park. Das finale Ziel unseres Roadtrips ist nun nicht mehr fern. Geschafft! Willkommen in Seattle. Im Übrigen, das sage ich gleich vorab, ein wunderbarer Ausgleich zu Portland, Oregon. Tolle Stadt mit schönen Zielen. Kann man echt empfehlen. Wir starten mit Innenstadt und Aquarium.
Auch eine Runde auf dem Great Wheel darf der Seattle-Touristen-Neuling natürlich nicht missen. Last but not least die berühmte Space Needle. Der 184 Meter hohe Aussichtsturm wurde zur Weltausstellung von 1962 errichtet. Die große Empfehlung ist, dieses Wahrzeichen von Seattle zeitlich so zu besuchen, dass man die Stadt im Übergang von Tag und Abend sieht. Wirklich super. Das war's von unserem Roadtrip. Wir haben fast alles von Boise, Idaho bis hin nach Seattle, Washington genossen und lauschen nun am letzten Tag dieses Urlaubs den Wellen hier im Seattle Discovery Park. SBK on Tour verabschiedet sich für dieses Mal. Schaut gern mal wieder am Kanal vorbei. Ja.